I'm not here to make friends. Es ist zu wenig. Wir können viel mehr daraus machen. There's something special about that young man. For sure P1. Oh, they're nice. I will ask Kelvin to put it on the car. New stickers for the car. Broccolis. Because I love broccolis for sure. It's my best meal ever. No, still no broccolis. Those one is okay. If the driver behind want to eat it, it's okay, but not me. Hey, broccolis for you guys. We are here for the fourth round of the Porsche Sports Cup Switzerland in Monza in a quite warm situation. Let's see if it will be a bit cooler tomorrow. At the moment, it's quite hot. How I performed for the last 3 races, I will say was okay. 1 victory, 5 podium. Yeah, it's quite a good performance, I will say, for a first season in a GT3 Cup car or in a GT car overall. Yeah, I think it's quite a good one. My name's Alex Goldschmidt. I'm 47 years of age, based about 100 kilometres north of the English capital city of London. I'm the commentator for Porsche Sports Cup and Sprint Challenge Suisse for 2025. My personal goal, to be honest with you, is to help make people aware of this championship. You know, I've been keeping an eye on it for the last 2, maybe 3 years through the wonders of social media. And now that we have an opportunity to broadcast some people that have been part of this championship for a multitude of years, to give them a platform. But also for people that follow their journeys in racing, it's also great for the people at home, or they could be halfway across the world and they get the opportunity to watch the racing live as it happens. Im Ring sind ja der Dylan und der Ethan mehrmals an sich herangekommen. Das hat ja schon eigentlich in Podium angefangen, dass man eigentlich sehr kontaktfreudig unterwegs war. Man ist sich rundum ins Auto gefahren, also respektive, ich sage jetzt mal, sehr einseitig im Anfang, dass der Ethan sehr viel einstecken musste. Zugleich hat er auch teilweise dann gleich gesagt, na so nicht, kann auch austeilen. Aber im Ring ist es dann schon manchmal fast einen Schritt zu weit gegangen. Also, es ist einfach too much auf Kontakt gefahren worden. Das ist nicht die Art und Weise, wie man Rennen fahren will. Die Konsequenzen, die man daraus gezogen hat, war ganz klar, dass wir vom Team eingreifen mussten. Wir mussten sagen, so kann nicht gefahren werden, weil schlussendlich ist es auch eine Budgetsache. Also, wenn man jedes Mal nach jedem Rennen muss das Auto mehr oder weniger neu aufbauen. Es kann nicht im Sinn des Sports sein, es kann nicht im Sinn der Fairness sein. Das hat nachher auch sehr gut funktioniert. In Imola haben wir das Problem eigentlich nicht mehr gehabt. Es ist fair gefahren worden von beiden. Sehr fair in dem Sinn. Hart, aber fair. Das ist das, was wir sehen wollen. Und das ist ja das, was wir als erfahrene Leute ihnen den Jungen mitgeben. In Red Bull Ring, the feeling was super nice for sure in the car. After I make quite a big gap, I try to not stress too much. Keep driving fast like this. I have no issue in the car, no running out or these kind of things. And for sure, when I see all the smile, I have even a bigger smile after this. Yeah, and still now I feel quite happy, but I want more victories. We work for it. In Imola ist es zu einer Situation gekommen, wo der Ethan hinter Dylan zuerst war und der Greg vorne dran und hat aber den Dylan überholen. Er ist am Greg nicht vorbeigekommen. Dann haben wir natürlich gesagt, das ist jetzt die perfekte Situation, um den Ethan vorzubringen. Der Greg hat sofort mitgespielt, hat das auch in dem Sinn gut realisiert, dass der Ethan hinter ihm ist, hat ihn führen gelassen. Oder sagen wir mal, das Überholen ein bisschen vereinfacht. Und hat natürlich nachher den Ellbogen ausgefahren. Hat in dem Sinn Dylan das Leben schwer gemacht und hat lange gebraucht, bis er eigentlich am Greg vorbeigekommen ist. Der Greg hat sich in dem Moment fürs Team geopfert, kann man sagen. Und er war ein Teamplayer. Ja, auch das ist ein Teil von der Strategie, die man halt manchmal fahren muss.
Mole. Fuck yeah, good job. Wir müssen unser Team schützen mit Bändern, so Absperrbändern, weil wir einen bekannten Schauspieler jetzt im Team haben. Das heisst, der Patrick Dempsey, der in Imola mitgefahren ist, aber hier auch das Rennen wird fahren. Den Patrick Dempsey habe ich das erste Mal kennengelernt in Le Mans. Ich glaube, das war 2016, als ich mit ihm auch geredet habe. Ich habe ihn natürlich vorher kennengelernt aus der Serie Grey's Anatomy, was ich mit meiner Frau auch geschaut habe. Durch das war es eigentlich noch witzig, dass ich nachher mit ihm auch ins Gespräch kam. Aber es ist so einfach, ich sag mal, wir haben geredet, nicht weil er der Grey's Anatomy Ding ist, sondern wir haben einfach als unter 2 Rennfahrer geredet. Und das ist auch, wenn er jetzt hier bei uns im Team von SPORTEC Racing mitfährt, ist es auch so ein bisschen, wir haben die gleiche Passion. Rennsport ist etwas, was uns schon mehrere Jahre begleitet. Er ist in Le Mans gestartet, ich bin in Le Mans gestartet. Wir haben uns dort in dem Sinne das erste Mal gesehen. Und von dem her war es auch lustig, als wir uns das erste Mal wieder eigentlich so begegnet sind und er sich sogar an mich erinnert hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil er ist ein Weltstar, ist ganz klar. Macht Spass für mich, ihn auch zu coachen hier. Mein Name ist José Arcia. Meine Rolle bei SPORTEC ist Verwaltungsratspräsident der SPORTEC. Ja, die führe ich aus seit Oktober 2020. Ja, das wäre eigentlich alles. Meine Rolle hier auf dem Rennplatz bezeichne ich eigentlich immer als Food- und Beverage Manager. Wenn ich sagen darf, dass der Patrick Dempsey bei uns ist, hat auch einen Grund. Er konnte zum Monte, er konnte zum Fach. Er ist zu uns gekommen, weil eben familiär, kollegial. Die Dynamik ist extrem harte Schaffer. Unsere Rennmechaniker, muss ich sagen. Wir sind wieder erstaunt, wie Gas sie geben. Aber wenn dann ihre Arbeit vorbei ist, schön ist, wir können auch festen, wir können nachher ein Bier miteinander trinken und alles ist gut. Mein Name ist Richard Filler. Ich bin eigentlich der Organisationschef der ganzen Porsche Cup Suisse. Veranstaltet die Rennserie jetzt mit Hilfe von Leuten, die auch noch dabei gewachsen sind. Die Stärke der Meisterschaft ist, dass man eben eine Familienatmosphäre anbietet, wenig Unfälle. Wir versuchen, die Fahrer wirklich runterzufahren, dass sie nicht grob ineinander fahren. Das gelingt uns nicht immer ganz. Die Idee der Serie ist, dass man am Rennwochen ankommt mit einem schönen Auto und mit einem schönen Auto zurückgeht. Das ganze Paket, das man anbietet, ein Cateringszelt, wo die zentrale Stelle ist, schönste Strecke, die es fast gibt, wo man anbietet, viele Fahrzeiten, vernünftiges Preisniveau, ist wirklich ein Anreiz für sehr viele Fahrer und das sind die Türen offen für viele Leute. Abläufe im F&B machen, im Organisieren vom Essen, Events. Ich glaube, wir könnten viel mehr daraus machen, um mehr Sponsoren zu haben. Monza ist das beste Beispiel. Monza ist relativ nahe. Wir können da gute Events machen. Wir können sogar Sponsoren bringen oder Kunden bringen, die zahlen wollen, um das Rennen zu sehen, um hinter den Kulissen zu sehen. Ich glaube, da können wir noch mehr machen. Die Fanbase für PSCS fehlt, ja, absolut. Wir haben im Porsche Cup Schweiz extrem hohe Qualität. Es sind nicht die super Profifahrer wie im Supercup von der Formel 1 oder im Carrera Cup in Deutschland oder im Porsche Cup Italien. Trotz allem, die Qualität ist extrem gross. Würden sich alle Teams ein bisschen mehr zusammenreissen und ein bisschen mehr auf die Sponsoren schauen oder Kunden können anschaffen. Es wird viel, viel mehr möglich sein. Ich finde es super, dass wir den Livestream haben mit dem YouTube. Ich glaube, die Zahlen sind ja kontinuierlich hoch. Aber ich glaube, wir können noch viel, viel mehr machen. Wir haben es mal versucht, also nicht wir, sondern die PSCS selber mit Werbung zu platzieren. Aber es ist zu wenig. Wir können viel, viel mehr daraus machen. My GC3 Cup qualifying, 30 minutes on the timer. Big lock up into Ascari. And Ischer goes straight through the gravel. Oh, that was a hairy moment for the young man from Switzerland. Oh no. And there's another one that's just gone off. That is possibly going to bring out a red flag. Jetzt noch los, die sind alle reingekommen. Wie rot war. Ein anderer Mitteilnehmer, der jetzt gerade durchfährt.
im Käse gestanden ist, in der Kurve, wo es gefährlich war, wenn dort einer dort steht. Bist du zufrieden, Greg? Leider hat es ein bisschen Verkehr gehabt. Und was nervig war, dass gewisse Leute auf der Ideallinie ihre Reifen aufgewärmt haben. Und du bist zu fahren gekommen, auf die Seite, und sie blockieren dich. Die haben mich sogar absichtlich blockiert. Ist mir im Weg gestanden. Klar ist schneller Fahrer, aber das macht man eigentlich nicht. Da die Ziellinie war auch der Siffer dabei wärmer gewesen und hätte nochmal bremsen. Ich musste ausweichen, habe mit dem Verbremsen haben wir jetzt da, hast du vorher gesehen, einen Flatspot geholt, was ziemlich sicher bedeutet, dass ich nochmal neue Reifen ziehen und 3 Plätze nach hinten besetzt werden. Aber sonst mit der Leistung bin ich eigentlich zufrieden. Bist du zufrieden mit dem Qualifying? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Mega Performance von Ethan. Das Einzige sehr schade, dass er sich eine Bremsplatte geholt hat. Er ist jetzt fast ein bisschen einmal gepusht, kann passieren. Aber das heisst, wir müssen die Vorderräder wechseln, muss 3 Plätze hinten gehen. Die Performance war mega stark, aber das ist jetzt mal ein bisschen schade, dass man es im Rennen gut. Are you happy with the performance of the qualifying so far? Not really. I had 3 lap pushing and then 3 lap traffic. Yeah. I don't know how that come out. Maybe I need to go to the tempo. P5, I was never expecting that, but still I'm quite optimistic. We did quite a lot of progress. I'm really happy. For sure P1. For sure P1. Both races? Yes. We are working really, really hard since Thursday, and I'm really grateful for Proton Huber, this team. So they believe in me and I also believe in them. It's really good teamwork, but we're good to go. Yes. Good luck for the race. Accelerate from 80 kilometres an hour. The red lights go from red to green. We're underway here in race 1. Eladio wins. Oh no, hard into the barriers. Mario Capella. From Burkhardt, who's looking to the outside, locks up on the right front on the number 88 from SPORTEC, bumps over the sausage curbs, back, so allows Heglin through on the inside. That was it. Oh no, Greg Burkhardt, he hits the wall! Nein! Von der Band schon. Ethan Ischer has the new fastest lap in the race of 1 minute 49.563. Let's find out. Down into Retavilio. Ischer dives to the inside, and that is our new race leader, or is it? Segre around the outside of the Retavilio. Mamma mia, that was a perfect move by the Italian, and put Ischer straight into the clutches of Dylan Yip in P3. Oh, right, in the gravel, Daniel Schmid. Could there be a possible intervention? Yes, second safety car deployment. Oh, right, there's another car. Now, could this be also a reason why the safety car has been deployed? Now, Yip through into the middle. Yip to the outside of the Swiss driver, into the first of the 2 Lesbos. Ischer dives to the inside, Yip to the outside, he's going to go through the gravel, Beretta's through! Swinging to high wide to the outside goes Ethan Ischer. Can he get the undercut through here out of Curva Alboreto on the final lap? Here we go, it's the run to the line, but it's not going to be enough. Will he do it? Will Ischer do it? No! Segre wins! Segre wins on home soil! Zufrieden? Kann er gewinnen? Ja, er ist schneller gefahren wie der Segre. I needed to try, you know. Yeah, it was very hot. Really humid. Yeah, so it's hard to really get fresh air. At one point I say, do I open the door to have some wind? But I say, I don't think I'm allowed. So. The next problem was like you can't breathe. Like that, no?
titolo anch'io. For sure, I'm happy for the team, for the job made. We had the pole position, so we sure were the fastest on the track for this morning. Unfortunately, I made a small mistake and had a flat spot, so I went back 3 positions in the race. But yeah, at the end, P2. If I need to say I'm happy, yes, but that's not my goal. For sure, the goal was to win the race. We were much faster than Segre. Just yeah, the safety car helped him a little bit for the race. Like when my tires start to be fast and hot, the safety car arrives. A small gap, and the second time I start to catch him back after, yeah, safety car again, save a little bit. His race, I would say, start was very good. Just yeah, he make a small braking, I nearly crashed into him and he put throttle. So yeah, I would say it's racing, it happened, but because of this, I couldn't make the move and I arrived side by side with him in the last corner, but it wasn't enough. 1 lap more maybe could change, but yeah, it's racing, so we keep pushing for race 2. Weniger überraschend, wie das Rennen nicht fertig fahren. Ja, eigentlich wäre es gut, sehr gut gestartet. Ich bin ja, glaube ich, von 10 aus gestartet, weil ich auch wieder Strafe gesetzt werden. Bin dann direkt auf P6 gefahren, also wirklich wieder mal einen coolen Start gehabt. Gerade um P5 mit dem Heckling gekämpft. Nach dem Safety Car, was es dann mal gegeben hat, hat es dann leider im Restart eine Kollision gegeben mit dem Heckling, wo dann irgendwie am Auto eine Spurstange oder so kaputt gemacht hat. Das Team ist das gerade am Anschauen. Ich konnte nicht mehr lenken und bin dann halt auch noch ab der Ideallinie bzw. ins Kies rausgekommen und habe dann noch schnell die Treibbank touchiert und ja, dann ist er fertig gewesen. Ich hätte aufmachen von Anfang an und quer drüber fahren, aber dann wäre dann die Anschuldigung gekommen und gesagt, ich hätte von Anfang an abkürzen und das Risiko eingehen. Oder? Wir haben jetzt knapp 30 Grad, oder ziemlich genau 30 Grad da an der Luft. Wie warm ist es im Auto? Weiss ich nicht, aber in der Regel, wenn man um die 30 hat, dann hat man über 60 Grad im Auto. Darum tut das gut. Jetzt ist so ein Moment, wo du nerven, gell? Ja. Fangen wir mal. Greg hat gesagt, es sei eine Spurstange kaputt. Er hat einfach nicht mehr gelenkt, seine Arme sind eingeschlafen. Nein, die Spurstange ist kaputt. Die Lenkung sollte so weit in Ordnung sein. Ja. Schaffen wir es pünktlich bis zum zweiten Rennen? Ja, logisch! Hallo, schön warm. Abkleben, das Tubenluft, schön warm fahren. Ja, weißt du, das ist so weich hier vorne, das Schloss ist hier hinten. Kann man bewegt alles. Okay. Red lights are on. The field starts to accelerate. We go from red to green. Gonna dive up the inside of it. There's a lock up of brakes. Oh, that's Matteo Beretta. Here comes Greg Burkhardt up the inside and locks up the rear. Bit of trail braking there, Greg. Finisher takes the victory. Race 2 here at the Autodromo di Monza, the Temple of Speed. Assez bonne course, le départ c'était un peu serré à accélérer. Voilà. Viva Capace!
It's horrible to taste. We have to take a picture for your biggest fan. Yeah, sure. We can. My daughter. Yeah, I understand. Perfect. Thank you very much. Big Hey. pleasure. Yeah, incredible. The goal was to make this also in race 1. We achieved in race 2. Yeah, enough. I don't have the words. It was super nice. I'm super happy about it. Yeah, now we need to do the same in Mugello and Misano. It's perfect. Yeah, I feel quite well. I just try to keep my speed, no mistake, try to not push too much, just stay constant. Yeah, every lap were in 49.8, 9. Overall, yeah, every lap were similar. So I really achieved something, I think. And yeah, I'm happy. Das war wirklich perfekt. Von Anfang bis Schluss. Qualifying perfekt. Jetzt das zweite Rennen mit den alten Reifen. Sensationell. Wow, you dickhead. Wow. Tonight is a shower! You little shit. Well done. Thank you, mate, for the car. Thank you for the job. You're welcome. Like this, you need to make a shower tonight. I for smell sure. like a now. I think we all do. Do you have it? Yeah, you can drink the last. No, I don't want. You don't want? No. Marcel drink like half of the bottle. Yeah, but that's Marcel. And Danilo. I just want to say thank you to the whole team for sure. The car was amazing again. Quali was perfect. The car was also very nice in race 1, super nice in race 2. The job was incredible. The media also make an incredible job. So yeah, I have no words. So thank you everyone. And also thank you to my sponsor, to my parent, and to all my friends. Perfect.